Alles klar. Jetzt ist es an der Zeit, Blender zu holen. Dazu gebt ihr einfach blender.org ein und kommt auf die Startseite von Blender, Download Blender und holt euch einfach die neueste Version, mit der wir hier arbeiten. Aktuell ist das die Blender 3.4.1 Version. Wenn du noch nie mit Blender gearbeitet hast, das ist kein Problem. Wir gehen Schritt für Schritt in diese Blender-Programmierung ein und wie man mit dem Tool arbeitet, wie man dort die Meshes entsprechend extrahiert. Wir machen im Grunde eine spezifische Sache, wo wir die Unreal Engine 5 Assets auseinandernehmen, ziemlich einfach im Prozess, damit wir dieses Schwert und das Schild, wie im vorherigen Video gesehen, einfach extrahieren können und separieren können von diesem. Ja, lass uns loslegen. Einfach Blender herunterladen, das habe ich bei mir schon getan. Einmal installieren, dann starten wir das Ganze. Und wenn ihr so ein Setups-Bildschirm habt, einfach auf diesen Standardeinstellungen belassen. Das hier kann man dann einfach wegklicken. Im Grunde könnt ihr dann auf Save New Settings gehen und dann habt ihr diesen Standard-Layout-Bildschirm. Ja, diese ersten Elemente, die wir hier sehen, wir wollen die einfach löschen. Wir brauchen die aktuell nicht. Einfach selektieren und entfernen drücken. Bevor wir hier weitermachen, gehen wir noch ins Unreal Project, um dort halt die Assets zu holen. Dazu öffnen wir unser Unreal Engine Project. Hier gehen wir dann in den Content Browser, Steuerung Leertaste, bisschen größer machen, dann können wir das besser sehen. Hier haben wir unseren Paragon Graystone und holen uns hier im Grunde unter Filter dann den Skeleton Mesh. Hier holen wir uns den Graystone Torft, einfach Rechtsklick drauf, dann auf Asset, Actions und Export und speichern das Ganze im Root-Verzeichnis hier. Wir machen einfach einen Ordner namens Assets. Hier klicken wir dann auf Graystone Tort, Rechtsklick, Asset, Actions, Export und holen uns dann die FBX-Datei zu dem Asset. Wir wollen das nicht im Content-Ordner speichern, sondern in diesem Root-Ordner im Projektverzeichnis, und zwar in dem Hauptverzeichnis. Dort mache ich mir einen Ordner und nenne ihn Asset. Assets. Und hier speichern wir den ganz einfach ab. So, hier möchte ich im Grunde Level of Detail, das kann man unchecken, also das Häkchen raus und Collision vom Static Mesh auch raus. Und dann können wir das Ganze exportieren. Zurück in Blender können wir dann auf File klicken, Import und das FBX. Unreal Projects und dann unser Source Remastered Assets und holen uns das FBX-File. So, hier haben wir jetzt den Charakter, ein paar Grundeinstellungen bzw. Basis-Navigationsmöglichkeiten erkläre ich kurz und dann geht es weiter. Also mit der mittleren Maus kann man einfach um ein Objekt herum sich bewegen. Wenn man Shift gedrückt hält und dann mit der mittleren Maustaste danach drückt, dann kann man so sich navigieren. Und wenn ihr auf der Tastatur auf der rechten Seite so Nummern habt, Nummernblock, da könnt ihr auch euch mit 1, 2, 3 und so weiter navigieren. Mit 1 kommt ihr dann in diesen Draufsicht, 2D-Draufsicht-Ansicht. Mit 3 habt ihr dann die Seitenansicht, also 1, 3. Mit 9 kann man die andere Seite anschauen. Im Grunde in der Nummernpad-Tastatur. 1, 3, 9. Die wichtigsten Sachen sind diese mittlere Maus, wenn man die gedrückt hält. Und den Shift-Button, um sich so zu navigieren. Und mit der Maus-Scroll-Funktion, dass man dieses Mausrad einfach dreht, kann man rein und rauszoomen. Das waren die Basis-Blender-Navigationsinformationen und ja, wir sind hier bei Blender in diesem Objektmodus, Standardobjekt. Wenn wir also im Objektmodus sind, hier oben links gibt es verschiedene Modi und im Objektmodus, wenn man da auf ein Objekt klickt, ist das komplett hier umrandet und ausgewählt.
Wenn wir jetzt Tab drücken, kann man dieses Objekt editieren mit der Tab-Taste und switchen dann in den Edit-Modus. Das ist halt der zweite Modus hier unten. Kann man mit Tab einfach hin und her switchen. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen diesen Mesh anklicken, in den Edit-Mode mit Tab gehen und dann unten rechts hier auf dieses Symbol gehen. Material Properties. Aktuell ist alles selektiert. Wir wollen das allerdings deselektieren und einfach hier irgendwo reinklicken, damit das deselektiert ist. Eine Taste ist auch A zu drücken. Mit A kann man wieder alles selektieren, wegklicken, selektieren, wegklicken mit der Taste A. Oben links sehen wir, dass wir in diesem Select Mode sind. Wir wollen allerdings von dem Select Mode Vertex Mode, also Vertex, wollen wir in diesen Face Select Mode gehen. Im Face Mode haben wir jetzt keine Polygone ausgewählt und wir wollen jetzt hier auf der rechten Seite, hier wollen wir dieses Schwert hier, Greystone Toad Sword auswählen. Und wenn ich das ausgewählt habe, hier auf Select klicke, dann sehen wir, dass er dieses Schwert- und Schildelement ausgewählt hat. Hier sehen wir auch so ein Gürtelelement. Das wollen wir deselektieren, weil wir wollen das separat haben. Das Schwert und das Schild und nicht das Gürtelelement. Hier gehen wir jetzt hin und holen uns das X-Ray-Symbol. Das ist hier oben rechts, um etwas zu selektieren. Und im Grunde kann man dort dann etwas auswählen. Man kann etwas selektieren. Und zwar das, was mit X-Ray dann in diesen Bereich, den man selektieren möchte, geht. Mit STRG Z kann man dann wieder das zurücksetzen. Hier wollen wir jetzt einfach STRG gedrückt halten und dann das Gürtelelement in der Mitte hier einfach deselektieren. Also STRG gedrückt halten und dann Bereich auswählen, der deselektiert wird mit dem X-Ray-Verfahren. Also im Grunde, wenn ihr dann den X-Ray anhabt, STRG gedrückt halten und dann das Gürtelelement entsprechend deselektieren. Jetzt haben wir nur noch das Schwert und das Schild selektiert. Was wir jetzt machen, wir gehen hier links auf dieses Move-Symbol, auf dieses Bewegungssymbol und wollen das Schwert und das Schild vom Charakter trennen, indem wir dann auf so einen Pfeil klicken. Jetzt haben wir das Schwert und das Schild vom Charakter getrennt. So einfach geht das. So, wenn wir jetzt wieder in den Objektmodus gehen, oben links, Objektmodus, dann sehen wir, wenn wir das deselektieren und selektieren, die Meshes sind noch in einer Gruppe drin. Wir wollen allerdings das separiert haben. Zurück im Edit-Modus deselektieren wir einfach alles und was wir hier machen wollen, wir werden erstmal dieses Schild dort selektieren und zwar auch mit dem X-Ray und holen uns im Grunde das Schild. Danach drücken wir P auf der Tastatur und dadurch können wir in diesem Dropdown, das da sich öffnet, Selection auswählen und haben so dieses Schild von den anderen Mesh-Polygonen separiert als eigenes Objekt. Wenn wir jetzt in den Objektmodus wieder wechseln, sehen wir, dass das Schild ein eigenes Objekt ist. Ich mache es nochmal, ich habe da irgendwas falsch gemacht. Edit Mode, X-Ray, selektieren, P, Selection. Und jetzt im Object Mode haben wir die verschiedenen Elemente. Das heißt, wenn ich den X-Ray ausmache, oben rechts, dann sehe ich, dass die separat sind. Und das hier wollen wir im Grunde erreichen. Das gleiche machen wir auch für das Schwert, indem wir zunächst die Objektgruppe auswählen, die wir separieren wollen, den Character und das Schwert, gehen dann oben links auf Edit Mode, holen uns oben rechts den X-Ray. Mit der mittleren Maustaste können wir uns auch navigieren, damit das ein bisschen einfacher ist. Und mit dem X-Ray können wir dann
das Schwert separieren, einmal auswählen, P drücken und Selection auswählen. Den X-Ray können wir dann wieder schließen, oben rechts. Und gehen dann wieder in den Object Mode und sehen, wenn wir dann wegklicken, dass wir 3 Objekte haben. Der Character, das Schwert und das Schild separiert. Wenn ich nun oben rechts auf den Greystone gehe und das Objekt öffne, dann sehen wir unsere Separierung. Einmal den Player Char, das Schild und das Schwert. Hier gehen wir jetzt hin und klicken auf diese Box hier, um entsprechend die Elemente umzubenennen. Ich nenne das Schwert einfach Sword, wie Schwert. Und das Schild nenne ich dann einmal Shield. Und den Player Char, den nenne ich auch um, also die 001. Entferne ich da einfach. So, aus dem X-Ray-Modus gehe ich einmal raus hier. Und das erste, was wir machen, wir exportieren den Spielercharakter. Hierfür müssen wir einfach den Player-Charakter auswählen, Shift gedrückt halten und auch diese Bones hier mitnehmen. So haben wir das Root-Element mit dem Player-Charakter ausgewählt. Im Grunde ist das dieses Rig, das erlaubt dem Charakter Animationen darzustellen durch dieses Rig, das wir hier sehen. Ist halt wichtig, das auch mitzunehmen in den Export. Wichtig ist hierbei die Reihenfolge. Man klickt erstmal auf den Mesh und dann auf die Bones, indem man Shift gedrückt hält und die Bones mitnimmt, dieses Root-Element. Danach gehen wir hin, drücken File, Export und dann FBX-Datei. Holen unsere Unreal Projects Ordner, unsere Assets. Bei dem Export wollen wir es limitieren zu Selected Objects und wir brauchen hier nur das Mesh und die Armatur. Und hier unten, wir wollen das einmal aufklappen. Also deselektieren Bake Animation, deselektieren Add Leaf Bones. Bei Smoothing gehen wir einfach auf die Face. Das Ganze speichern wir als Export und nennen das einfach Greystone Mein Export und exportieren das Ganze. Zurück im Unreal Engine Project gehen wir in unseren, lass uns in den Main Folder gehen. Ich selektiere hier die Filterfunktion, damit ich alle Ordner sehe. Mache mir einen neuen Ordner Player und verschieben hier aus der Basisklasse unseren Spielercharakter, unseren Hero Char packen wir dann in Player rein. Einmal verschieben. Dann haben wir es so ein bisschen sortiert und geordnet. Was wir hier machen, wir wollen den BP Hero Charakter nehmen und Rechtsklick draufdrücken und dann etwas importieren. Lass uns vorher sehen, wie das Skeleton aussehen. Paragon Greystone öffne ich dazu, die Filter und holen mir den Skeleton Mesh. Und dann schauen wir uns einmal an. Und hier sehen wir im Grunde das Originalmodell. Was an der Stelle wichtig ist, hier oben rechts sehen wir dieses Skeleton Mesh. Wenn wir das einmal öffnen. Und hier oben ist der Name, der ist wichtig. Der heißt Greystone Skeleton. Den Namen wollen wir uns kurz merken, damit wir dann auch gleich weitermachen können. Wenn wir dann wieder in den Navigator gehen. Und hier in unseren Spieler-Folder, also Spieler-Ordner, dort wieder den Filter deaktivieren. Hier wollen wir dann mit Rechtsklick einfach in den Ordner dann Import to Game Main Player auswählen und einmal nach oben navigieren.
ins Hauptverzeichnis unser Asset auswählen und dann unser von Blender exportiertes Modell importieren. Greystone Mine Export. Öffnen das Ganze. Bei dem Unreal Engine FBX Importer, da ist es halt wichtig, dass wir hier das richtige Skeleton auswählen. Er wird für uns ein eigenes erstellen, wenn wir nichts auswählen. Und wir brauchen im Grunde diesen Greystone Skeleton, damit wir das wieder richtig zuweisen, den Import. Hier gibt es so ein Dropdown-Menü. Einfach draufklicken und den Greystone Skeleton auswählen. Was wir danach machen, ist, wir wollen die Materialien nicht neu erstellen, sondern wir wollen die auswählen. Also Do Not Create Material. Wir wollen ja die alten Materialien nutzen. Hier wollen wir die Import-Texturen einmal deaktivieren und einmal Advanced aufmachen. Mal sehen. Hier bei Animation. Ja. Ja, sieht alles okay aus. Lass uns das importieren und einfach sehen, wie es läuft. Einmal auf Import All klicken. Nach dem Import, also falls ihr irgendwelche Fehlermeldungen habt, einfach auf Yes All probieren zu klicken und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Den öffne ich hier einmal. Ziehen wir in die Leiste. Gut, jetzt können wir einmal prüfen, ob der alles richtig gemacht hat. Ich sehe jetzt die Materialien noch nicht, das ist natürlich nicht so nice, aber die kann man entweder nachpflegen oder versuchen, einen Reimport zu machen. Und wie prüfen wir dann, ob das alles funzt? Hier oben links gibt es Preview Animation. Wenn die Animation funktioniert, dann hat alles soweit geklappt mit dem Import, ohne die Objekte. Ja, und wir sehen, dass die Animationen übertragen werden auf das importierte Objekt. Ich mache hier das einmal manuell mit dem Importieren. Da muss man die Liste einfach schauen, wie es bei dem anderen Charakter war. Beende kurz die Animation hier. Holen mir die ganzen Elemente gleich wieder hervor. Schaue mir einfach an, wie es bei dem Original war. Ziehe mir den ganzen einfach raus. Und übertrage das Ganze einfach. Mit Element 0 bis Element X. Dazu nutze ich im Grunde diese Find and Replace Features von Unreal Engine. Ist hier ein bisschen tricky. Mache das Ganze für die LODs der Übertragung. Links haben wir einen. Beim Ursprungschar haben wir 5. Ändere das dann in 5 ab. Apply Changes. Jetzt haben wir hier links auch 5. Schauen wir die LOD Sections an. Hier gibt es noch Lighting, das er nicht übernommen hat. Das haben wir auch hier mit dem Suchen und Pfeilsymbol. Die Meshes sehen okay aus. Die Level of Detail müsste er auch autonom schaffen. Gut. Und die Thumbnails, die hat er auch autonom generiert. Alles klar. Den ganzen speichere ich jetzt hier. Sieht soweit gut aus. Animation hat er übernommen. Wir haben hier einige Sachen noch übernommen. Und schauen uns nochmal die Animation an. Hier Ability E.
und scheint soweit gut importiert zu sein. Und weil die Animationen funktionieren, heißt das, dass auch alles, was wir so gemacht haben im Blender, auch hier korrekt importiert wurde. Ich schaue mal ein paar andere Animationen an. Und ja, im Grunde haben wir jetzt die Objekte separiert, so wie wir das haben wollen. So, und diese Vorschau zeigt uns im Grunde, dass wir alles richtig gemacht haben. Dann gehen wir wieder zum Content Browser und speichern alles, alle Sachen. File und Save All. So, das Skeleton will er uns nicht speichern. Schauen wir mal an, was er da hat. Gut, dann verwerfen wir den Skeleton einmal, weil wir nutzen ja den Standard-Skeleton. Und ja, starten das Projekt einmal neu. Und schauen uns das nochmal an. Im Main-Folder, den Player, die Animation und die funktioniert. Ja, das war's mit dem Import und diesen physikalischen Asset hier werden wir nicht nutzen. Wir nutzen den vom Original. Um das zu machen, wenn wir unser Modell einmal öffnen und danach das Originalmodell, holen uns das Physik Asset von hier. Auf dieses Symbol hier beim Physik Asset suchen wir das und finden das dann. Gehen dann oben wieder auf unseren Greystone Mine Export und fügen das Ganze hier ein. Unter Physik auf diesen Pfeil und schon haben wir das Original Physics Asset geladen. Das Ganze speichern wir hier, schließen das Ganze, gehen wieder zum Player-Charakter und damit haben wir den hier nicht mehr in Benutzung und können ihn löschen. So können wir das Original Physik Asset nutzen und unseren Blender Import hier verwenden, ohne jetzt die Waffen. Das Ganze können wir jetzt unter File, Save All einmal speichern und unser Projekt schließen. So, das war's mit dem Player-Charakter. Wir sind noch nicht ganz fertig mit Blender. Wir haben ja noch die Schild und die Waffe. Das heißt, wir werden demnächst dieses Schild und das Schwert einmal importieren. Und zwar mit der richtigen Location, weil die ist jetzt verschoben, damit das alles funktioniert. Aber wir wollen halt dieses Schild und das Schwert halt richtig importieren, damit die auch vernünftig zu dem Player-Charakter sich anfügen, an der richtigen Position. So, das machen wir im nächsten Video, wie wir das Schwert und das Schild richtig importieren und anfügen an den Player-Charakter. Und danke für das Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Videolektion.